Hallo, ich melde mich heute aus Rheinland-Pfalz. Ich bin bei Rowe. Rowe ist Nachhaltigkeitspartner von Borussia Dortmund. Jetzt werdet ihr sicherlich sagen, was hat denn Motorenöl mit Nachhaltigkeit zu tun? Das werden wir heute rausfinden. Kommt mal mit. Da ist ja schon die Chefin. Hallo, Alexandra. Hi, grüß dich, Nobby. Schön, dass du da bist. Ich freue mich auch. Extra aufgestellt wegen mir? Nein, der steht tatsächlich immer da. Sehr gut. Und du führst mich heute durch die heiligen Hallen. So sieht's aus. Alexandra, Schmierstoffe, Motorenöl und Nachhaltigkeit. Wie passt das zusammen? Ja, Schmierstoffe sind ja eigentlich per se schon mal nachhaltig. Man denkt das zwar nicht immer, aber wenn du zwischen verschiedenen Bauteilen keine Schmierstoffe hättest, dann ja, würde der Verschleiß sich massiv erhöhen. Also sie mindern die Reibung, tragen die Energie ab und damit müssen wir diese Bauteile zum Beispiel nicht permanent erneuern. Jetzt ist Nachhaltigkeit im Moment natürlich ein Riesenthema. Beschäftigt ihr euch schon länger damit oder habt ihr euch einfach da drauf gesetzt? Nein, wir setzen ganz bewusst auf das Thema Nachhaltigkeit und das auch schon seit langem. Auch das Werk hier, wo wir jetzt heute sind, haben wir ganz bewusst auch aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten geplant. Wir versuchen überall, wo es geht, Energie einzusparen und sie zu reduzieren, sowie umweltverträglich auch zu produzieren. Und überall dort, wo uns das eben nicht gelingt, da kompensieren wir am Ende auch das CO2 und erstellen unsere CO2-Bilanz. Jetzt bin ich auch mal gespannt, wo sieht man das hier? Da müssen wir jetzt ein paar Treppen steigen. Oh. Puh, ein paar Treppenstufen ist gut. Hier geht's schon mächtig hoch. Aber irgendwie fühle ich mich wie auf dem Dach des Signal Iduna Parks. Fast wie zu Hause. Richtig. Ihr braucht eine Menge Energie für euer Flutlicht und wir brauchen natürlich auch eine Menge Energie für unser Werk. Und die erzeugen wir hier oben mit unserer Photovoltaikanlage unter anderem. Also wir haben hier 2726 Module installiert. Das entspricht einer Leistung von 749 Kilowatt Peak. Und damit generieren wir so viel Strom, wie 150 Vier-Personen-Haushalte verbrauchen. Und damit, zusammen mit unserem Blockheizkraftwerk, decken wir ca. 60% unseres Strombedarfs ab. Puh, das ist eine Menge. Das ist ein Haufen Holz, ja. Aber wie ich euch so kennengelernt habe, ist das nicht eure komplette Nachhaltigkeitsstrategie. Viele fragen sich sicherlich, was mit all ihren Verpackungen passiert, die sie in die gelbe Tonne oder den gelben Sack werfen. Und Teile davon landen beispielsweise auch bei uns. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Cool. Und hier werden nun die Kanister gemacht. Und was hat das denn mit meinem Müll zu tun? Aus dem Verpackungsmüll wird im Prinzip neues Granulat hergestellt. Das sieht so aus und nennt sich Rezyklat, was für uns wieder ein Grundstoff ist, woraus wir neue Kanister und Flaschen herstellen. Daraus werden Kanister gebaut? Ja. Ja, korrekt. Und so sieht das dann am Ende aus. Bis zu 20% haben wir aktuell von diesem Rezyklat hier drin. Und das drücken wir auch ganz transparent eben drauf. Und hergestellt wird das Ganze mit dem Photovoltaikstrom, den wir gerade eben oben auf dem Dach gesehen haben. Alte Shampooflaschen, wie viel von denen habt ihr denn schon verbraucht? Ja, verarbeitet haben wir fast 6 Millionen. Wenn wir die jetzt in Reihe stellen würden, kämen wir von Worms bis Hannover. Oh. Ja, wir haben also quasi extra ein eigenes Unternehmen dafür gegründet, um eben diesen Herstellungsprozess von Gebinden und Kanistern möglichst effizient zu gestalten. Und zudem kommt natürlich hinzu, dass wir auch viel Luft auf der Straße und damit Transportkosten und CO2 eben einsparen, weil wir direkt von der Halle hier an unsere Abfüllstraße liefern können oder eben hier direkt zwischenlagern. Und lass mich raten, ihr seid mal wieder die Ersten in eurer Branche. Das sind wir in dem Fall. So, jetzt sind wir hier also in der Regie. Sieht so ein bisschen aus wie bei BVB TV. Und du bist hier der Regisseur? Das kann man so sagen, genau. Von hier aus wird der komplette Mischbereich überwacht und auch gesteuert. Genau, hier auf den Bildschirmen, da kannst du sehen, was wir eben gerade mischen und produzieren. Und hier von diesem Bereich aus steuern wir im Prinzip den kompletten Mischbereich. Bei uns im Mischbereich sind 35 Mischkessel verbaut. Somit können wir auch im Maximalfall 35 Mischungen parallel herstellen. Im gesamten Werk haben wir 65 Kilometer Rohrleitungen verbaut und jedes Produkt hat seine eigene Rohrleitung und durch diese Aufteilung ersparen wir uns eben die ganzen Spülvorgänge.
Ja, wir nutzen auch die Abwärme von diesen Kesseln an anderer Stelle, zum Beispiel um unsere Hallen oder Büros zu heizen. Und damit sparen wir uns natürlich auch enorme Mengen an Energie. Also wenn draußen die Kessel warm sind, profitiert ihr in den Büros davon? Korrekt. Schon beim Bau des Werks war es ein zentraler Gedanke, wie können wir Ressourcen schonen und damit eben auch Energie sparen. Der Strom kommt vom Dach. Die Kanister werden aus Recyclingmaterial hergestellt. Ihr habt euren Betrieb so ressourceneffizient, wie es nur eben geht, aufgestellt. Selbst die warmen Kessel geben noch Energie ab für die Heizung in den Büros. Aber ich glaube, da geht noch mehr. Was habt ihr in der Zukunft noch so alles vor? Ja, wir wollen auf jeden Fall das Produktportfolio, was wir aktuell haben, an Schmierstoffen, die auf nachwachsenden Rohstoffen basieren, weiter ausbauen. Da haben wir schon eine ganze Menge, aber da gibt es auch noch weitere Anwendungsfelder, die erschlossen werden wollen. Das Zweite ist, wir haben die Photovoltaikanlage oben auf dem Dach gesehen, aber auch hier planen wir gerade 2 Windkraftanlagen mit 2x100 kW. Und zu guter Letzt den Recyclinganteil in den Gebinden, die wir uns gerade angeschaut haben, den werden wir auch in nächster Zeit auf bis zu 50% erhöhen. Also mit anderen Worten, ihr seid wirklich gut aufgestellt für die Zukunft. Ich würde auf jeden Fall sagen, das bietet genug Potenzial, um zunächst mal die PS auf die Straße in Sachen Nachhaltigkeit zu bringen.